Nachdem wir jetzt unsere kleine Stadt hier gegründet und für Sicherheit und Wasser gesorgt haben, werden wir nun Nahrung produzieren, damit sich unsere Stadt entsprechend weiterentwickeln kann. Die Nahrungsproduktion bei Pharao ist wesentlich komplexer als bei seinem Vorgänger Caesar III. Wir haben mehrere Möglichkeiten, Nahrungsmittel herzustellen. Unter anderem Wildfleisch, Fisch und Fleisch. Wildfleisch können wir überall da produzieren, wo wir hier Herden von wilden Tieren haben, in dem Fall jetzt hier Strauße. Dafür müssen wir den Jagdhof errichten. Den Jagdhof finden wir hier unter den Gebäuden für Landwirtschaft und Nahrungsmittel. Erstmalig sind hier bei Pharao Ressourcen in ihrer Verfügbarkeit limitiert. Die Bestände von diesen Herden muss sich entsprechend regenerieren. Baue ich zu viele Jagdhöfe, kann der Output von Wildfleisch sinken. Fischfang können wir überall da betreiben, wo wir hier diese Symbolik haben, diesen nach oben springenden Fisch. Für den Fischfang müssen wir mindestens 2 Gebäude haben, nämlich einmal die Werft. Die Werft finden wir hier unter den gewerblichen Gebäuden. Und wir brauchen dann entsprechend die Kaianlagen, die finden wir hier unter den Gebäuden für Landwirtschaft und Nahrungsmittel. Da ist der Fischereihafen und dann können wir so viele Kaianlagen bauen, wie wir möchten. Aber auch hier gilt, dass die Ressource Fisch nur in begrenzter Menge zur Verfügung steht. Sie braucht auch ihre Zeit zur Regeneration und von daher kann der Output von Fisch bei zu vielen Kaianlagen sinken. Fleisch wird über die Rinderfarmen produziert. Die finden wir hier auch unter den Gebäuden für Landwirtschaft und Nahrungsmittel. Rinderfarmen haben den Vorteil, dass sie überall auf der Karte errichtet werden können. Es ist also vollkommen unabhängig, ob das Gebiet fruchtbar oder unfruchtbar ist. Allerdings benötigen Rinderfarmen zur Produktion von Fleisch Stroh. Das muss man entsprechend berücksichtigen. Die Produktion von Fleisch ist konstant, solange man genügend Stroh als Rohstoff hat. Neben Wild, Fisch und Fleisch können wir auch Nahrungsmittel über die Landwirtschaft produzieren. Dabei können wir Getreide, Salat, Kichererbsen, Granatäpfel und Feigen produzieren. Wir können unsere Felder hier im fruchtbaren Nilschlamm anlegen und kultivieren. Der Anbau in diesem Gebiet ist geprägt durch die Überschwemmung des Nils, der zwischen Ende Juli und Anfang November die Flächen überflutet und unsere Felder mit fruchtbarem Nilschlamm versieht. Wenn im November das Wasser wieder verschwunden ist, können wir unsere Felder anlegen und kultivieren. Wie viel wir ernten können, ist abhängig davon, wie fruchtbar unsere Felder sind und wie stark die Überschwemmung im nächsten Jahr stattfinden wird. Unsere Priester geben jedes Jahr eine Vorankündigung, wie die Überschwemmung ausfallen wird. Wir können diese beeinflussen, indem wir dem Gott Osiris huldigen. Mehr dazu aber in meinem Tutorium Religion. Ansonsten haben wir keine Möglichkeit, den Grad der Überschwemmung zu beeinflussen. Was wir in unserer Region anbauen können, finden wir hier unter den Gebäuden für Landwirtschaft und Nahrungsmittel. Hier haben wir die Farmen. Wenn wir diese anklicken, sehen wir, was wir anbauen können. Und wir können unsere Bürger hier mit Kichererbsen und Feigen versorgen. Gerste ist kein Nahrungsmittel, sondern ein Rohstoff, der weiterverarbeitet wird. Und bei der Frage, was ich alles anbauen sollte, kann man Folgendes sagen. Unsere Arbeiter brauchen maximal 2 Nahrungsmittelarten. Und auch hier gibt es eine klare Priorität. Getreide hat die oberste Priorität, gefolgt von Fleisch, Salat, dann Kichererbsen, Granatäpfel und Feigen, zum Schluss Fisch und Wild. Und wir können diese Priorität auch hier ablesen, wenn wir die Farmen anklicken. Kichererbsen hat die höchste Priorität, gefolgt von Feigen. Wir können aber auch Lagerhäuser und Basare mit der linken Maustaste anklicken und dann
die besonderen Befehle aktivieren. In der Auflistung sehen wir dann die Nahrungsmittel in ihrer Priorität von oben nach unten, und zwar die Nahrungsmittel, die wir selber herstellen können. Achtet nur darauf, dass wenn ihr später Nahrung importiert, diese in ihrer Priorität in der Auflistung erscheinen wird. Dann wollen wir mal Felder hier in unserem fruchtbaren Nilschlamm errichten. Dafür müssen wir den Pausenmodus wieder aufheben, gehen hier unter Farmen und werden Kichererbsen anbauen. Alle Felder, die wir anlegen können, haben eine Größe von 3×3. Und das Spiel sagt uns auch schon, dass unsere Felder durch eine Straße erschlossen werden muss. Das ist natürlich logisch, es müssen Arbeitskräfte zu den Feldern, die diese kultivieren, und unsere Ernte muss ja später auch zu den Silos und Lagerhäusern gebracht werden. So, jetzt haben wir die Felder angeschlossen. Die Felder müssen nicht durch einen Feuerwehrmann oder einen Architekten geschützt werden. Von daher muss diese Straße ja eigentlich gar nicht begangen werden. Und da hat Pharao eine sehr schöne Neuerung hier unter den öffentlichen Einrichtungen, und zwar die Sperre. Die Sperre blockiert eine Straße und lässt nur Marktfrauen für den Einkauf in Silos und Lagerhäusern, Migranten, Händler, Warenschieber und Spezialpersonen auf den Weg zu ihren Unterhaltungsstätten durch. Alle anderen können die Sperre nicht passieren, und somit können wir natürlich den Weg, den unsere Dienstleistungspersonen gehen, gut steuern. Ich baue jetzt mal hier die Sperre hin. Ja, und jetzt müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass unsere Felder bewirtschaftet werden. Bewirtschaftet werden Felder im Nilschlamm hier durch das Arbeitslager. Das Arbeitslager bildet die Arbeiter aus, die dann hier auf den Feldern entsprechend arbeiten. Und wir können sehen, dass so ein Arbeitslager 20 Mitarbeiter benötigt. Also jede Menge. Wenn wir mal eine hohe Arbeitslosenquote haben, können wir mehrere Arbeitslager bauen. Damit kriegen wir die Quote ganz schnell wieder runter. Und damit hier unser Arbeitslager nicht in Flammen aufgeht, bauen wir natürlich hier auch eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir warten, bis hier unser Arbeitsrekrutierer Mitarbeiter gefunden hat. In der Zeit klicken wir mal unsere Felder mit der rechten Maustaste an. Und da öffnet sich das Infofenster von unserer Kichererbsenfarm, und wir sehen zum Beispiel, wie weit die Produktion abgeschlossen ist und wie fruchtbar das Feld ist. Das ist ganz wichtig. Dieses Feld liegt bei 80% und das ist das Minimum, was unsere Felder im fruchtbaren Nilschlamm haben sollte, damit sie wirtschaftlich arbeiten und genügend Nahrungsmittel produzieren. Ja, momentan haben wir noch keine Arbeitskräfte. Die nächste Überschwemmung wird im Juli erwartet und das Ackerland wird nicht bewässert. Das ist auch noch ganz wichtig. Wir können nämlich die Fruchtbarkeit dadurch beeinflussen, dass wir Felder bewässern. Das finden wir hier wieder unter den Gebäuden für Landwirtschaft und Nahrungsmittel. Und zwar haben wir da den Wasserheber und den Bewässerungsgraben. Für die Bewässerung der Felder hier im Nilschlamm benötigen wir nur den Bewässerungsgraben. Hier auch linke Maustaste gedrückt halten, können wir ziehend die Gräben errichten und sie müssen an den Feldern vorbeigehen bis zum Nil, dass wir dabei eine Verbindung zum Wasser haben. So, dann ist das hier grün unterlegt, das heißt, die Fläche ist bewässert und das Feld hat jetzt eine Fruchtbarkeit von 99%. Das heißt, um 19% gestiegen nur durch die Bewässerung. Das ist ganz wichtig, dass wir unsere Felder hier entsprechend auch mit einem Bewässerungsgraben versehen. Die anderen Felder haben auch 99%. Wichtig ist auch noch, dass Felder, die näher am Nil errichtet worden sind, fruchtbarer sind als die, die weiter weg sind. Aber hier durch die Bewässerung haben wir jetzt alle 3 Felder mit einer gleichen Fruchtbarkeit. So, unser Arbeitslager ist jetzt besetzt und wir sehen hier den ersten Mitarbeiter
zu unserem Feld gehen und er beginnt nun mit der Aussaat und der Kultivierung. Jetzt, wo wir schon in unterschiedlichen Bereichen Arbeitskräfte benötigen, werden wir beim Aufseher der Arbeitskraft die Prioritäten verteilen. Prio 1 bekommt bei mir immer die Infrastruktur. Hier sind Feuerwache und Architekturbüro untergebracht. Mit der linken Maustaste anklicken und dann geben wir hier die Prio 1. Das heißt, Arbeitskräfte werden immer als erstes in diesem Bereich untergebracht. Dann folgt Gesundheit und Hygiene mit der Prio 2. Hier ist die Wasserversorgung untergebracht. Dann erfolgt Nahrung, Gewerbe und Handel. Gut, so, dann haben wir jetzt erstmal hier entsprechend die Prioritäten gesetzt. Wir haben jetzt 3 Arbeitslose. Wir werden aber jetzt noch mal ein paar Parzellen ausweisen, da wir ja noch weitere Gebäude errichten müssen. Neben der Bewirtschaftung von Feldern hier im fruchtbaren Nilschlamm können wir auch Farmen in der sogenannten Wiesenbewirtschaftung betreiben. Das sind hier diese fruchtbaren Gebiete, die mit so kleinen gelben Kreisen gekennzeichnet sind. Das kann man jetzt hier etwas schlecht erkennen. In der Minimap sehen wir hier diese grüne Kennzeichnung. Hier können wir richtige Farmen errichten. Das Prinzip ist das gleiche. Wir klicken hier die Farmen an und können halt aussuchen, welche Frucht wir hier kultivieren wollen. Und dann sieht man schon, wie sich jetzt hier diese Farm entsprechend aufbaut. Je mehr wir hier in diesem fruchtbaren Gebiet sind, desto wirtschaftlicher arbeitet diese Farm. Okay, wir bauen mal 2 Farmen hier auf. Und wir sehen, es ist eine richtige Farm mit Gebäude und 5 Feldern. Und die brauchen natürlich Anschluss an die Stadt, um Arbeitskräfte zu bekommen. Und auch hier können wir mit der linken Maustaste die Farm anklicken und das Infofenster öffnet sich. Es ist genauso aufgebaut wie bei den Farmen im Nilschlamm. Und wir sehen, dass hier jetzt eine Fruchtbarkeit von 81% besteht. Baue ich jetzt zum Beispiel eine Farm hierhin, wo ich halt nicht so viel von dem fruchtbaren Gebiet habe, habe ich nur eine Fruchtbarkeit von 8%. Das ist natürlich viel zu wenig. Machen wir mal wieder weg. Eine Farm sollte mindestens 68% Fruchtbarkeit haben, um wirtschaftlich zu arbeiten. Auch diese Farmen können wir durch die Bewässerung noch fruchtbarer machen. Dafür brauchen wir allerdings auch einen Wasserheber, den wir hier am Ufer des Nils errichten müssen. Und dieser benötigt auch Zugang zum Arbeitsmarkt. Und wir müssen an diesem Wasserheber den Bewässerungsgraben errichten, und zwar hier vor Kopf. Und dann können wir linke Maustaste gedrückt halten, ziehend hier den Bewässerungsgraben errichten. So, und wir sehen, dass ein Bewässerungsgraben auch unter einer Straße errichtet werden kann. So, und sobald jetzt hier unser Wasserheber in Betrieb ist, werden diese Farmen entsprechend mit Wasser versorgt. Und wir schauen mal, wie sich dann die Fruchtbarkeit ändert. Wie gesagt, wir sind jetzt hier bei 81% und die andere Farm hat nur 63%. So, er ist in Betrieb und da sieht man schön animiert, er schöpft das Wasser vom Nil hier in den Graben. Der Graben ist jetzt grün unterlegt. Ja, und diese beiden Farmen sind jetzt entsprechend bewässert. Und wir sehen, dass sich die Fruchtbarkeit auf 99% erhöht hat. Und diese hier auch auf 99%. Das ist natürlich jede Menge. Das heißt, eine Bewässerung, egal ob wir hier diese Farmen haben oder hier im fruchtbaren Nilschlamm, sollte auf jeden Fall erfolgen, wenn wir diese Möglichkeit haben. Was ist jetzt der Vorteil und der Nachteil dieser Farmen? Der Vorteil ist natürlich,
dass diese Farm unabhängig von der jährlichen Überschwemmung arbeitet und die Nahrungsproduktion konstant ist. Allerdings produzieren sie nur eine geringere Menge an Nahrungsmitteln. Weiterer Vorteil ist, dass einige Kulturen zweimal im Jahr bei diesen Farmen geerntet werden können. Darunter fällt Getreide und Granatäpfel. Eine gute Kombination zwischen beiden landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsarten ist eigentlich eine gute Idee, um die Nahrungsmittelversorgung der Stadt zu gewährleisten. Wir bleiben aber jetzt erstmal hier bei unseren 3 Kichererbsenfarmen im Nilschlamm und warten darauf, dass unsere erste Ernte eingefahren werden kann. Nahrungsmittel werden in Silos und in Lagerhäuser gelagert. Silo und Lagerhaus finden wir hier unter den Gebäuden für Lagerung und Vertrieb. Und dann errichten wir mal das erste Silo. Das baue ich auch jetzt hier in der Nähe unserer Farmen, damit unsere Ernte schnell eingelagert werden kann. Silos haben einen schlechten Einfluss auf unsere Attraktivität, deswegen errichten wir das ein bisschen weiter weg. Haben wir eine gute Fruchtbarkeit auf unseren Feldern, produzieren wir jede Menge an Nahrung. Stellt sicher, dass wir genügend Kapazität haben, um diese einzulagern, entweder in Silos oder in Lagerhäusern. Das Spiel gibt uns eine entsprechende Nachricht, dass wir noch mehr Kapazitäten schaffen sollen. Haben wir das nicht, bleiben unsere Mitarbeiter mit der Ernte auf den Feldern und wenn der Nil dann über die Ufer tritt, ist die Ernte vernichtet. Ich mache hier immer einen kleinen Trick, und zwar baue ich neben dem Silo auch ein Warenlager. Das errichte ich jetzt hier. Oh, das braucht Zugang zu der Straße, okay. So, und das stelle ich wie folgt ein. Rechte Maustaste, besonderer Befehl, kann ich hier den Button Nichts annehmen anklicken. Dann sind alle Produkte entsprechend erstmal auf Nicht annehmen eingestellt und dann klicke ich hier und sage Kichererbsen, alles annehmen. Das Silo ebenfalls mit der rechten Maustaste anklicken, besonderer Befehl. Kann ich hier entsprechend anklicken, Kichererbsen maximal holen. So können Überschüsse von Nahrungsmitteln neben dem Silo auch ins Lagerhaus eingelagert werden. Und da unser Silo auf Fordern eingestellt wird, wird automatisch, wenn sich das Silo leert, Nahrungsmittel vom Lagerhaus ins Silo gefüllt. Und das ist auch eine Neuerung bei Pharao. Ich kann jetzt hier anklicken, wie viel maximal geholt werden soll. Durch diese Pfeiltasten. 3/4, die Hälfte oder nur 1/4. Oder halt komplett. Das ist natürlich eine gute Neuerung. So, unser Silo ist jetzt besetzt, Gott sei Dank. Ja, und wir sehen, es wird geerntet. Und unsere Ernte wird jetzt zum Silo gebracht. Ein Arbeitslager kann im Durchschnitt ca. 5 bis 6 Felder im Nilschlamm effektiv bearbeiten. 1512 Einheiten Kichererbsen haben wir jetzt in unserem Silo. Ja, und nun müssen wir dafür sorgen, dass die Kichererbsen auch zu unseren Bürgern kommen. Die Verteilung von Nahrungsmitteln übernimmt der Basar, den wir hier auch bei den Gebäuden für Lagerung und Vertrieb finden. Da ist der Basar. Und den errichten wir jetzt hier im Zentrum unserer kleinen Stadt. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Schauen wir mal eben, wie viel. Naja gut, das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ja, wir müssen natürlich jetzt eine Verbindung herstellen zwischen diesem inneren Kreis und hier dem äußeren, damit unsere Marktfrau überhaupt zum Silo kommt. Die stellen wir jetzt mal hierher, werden aber auch direkt eine Sperre errichten, damit hier unsere Dienstleister nicht den inneren Kreis verlassen können.
Ja, und bei dem Basar gibt es auch zwei Arbeitstypen. Hier einmal die Frau mit dem Korb auf dem Kopf. Die kauft Ware beim Silo oder beim Lagerhaus ein. Das kann man jetzt hier sehen. So, das hat sie Kichererbsen gekauft und wie bei Cäsar 3 hat sie hinter sich ein Gefolge von Kindern, die die ganzen Körbe tragen. So, dann haben wir jetzt 700 Einheiten Kichererbsen im Basar. Und auch beim Basar haben wir jetzt eine Neuerung. Wenn wir hier unter besondere Befehle gehen, können wir anklicken, welche Waren der Basar kaufen soll. Wir können also hier diese Produkte ausschalten. Das ist natürlich auch super. So muss ich nicht im Lagerhaus Ware hamstern, damit der Markt diese eben nicht kauft. Wir können das hier im Basar direkt anklicken und jetzt kauft er auch erstmal nur Kichererbsen. Ja, und da sehen wir die zweite Arbeiterin, dieses junge Mädchen, was jetzt die Nahrungsmittel an unsere Bürger weitergibt. Ja, und unsere Gebäude haben sich auch entsprechend entwickelt, nämlich zur einfachen Karte. Und wir können sehen, dass jetzt 167 Einheiten Kichererbsen in diesem Haus gelagert sind. Jedes Haus kann maximal 4 Arten von Nahrungsmitteln lagern, verbrauchen aber nur die mit den höheren Prioritäten. Dabei verbraucht eine Person 3 Einheiten Nahrungsmittel im Jahr. Dieses kann sich aber durch den Einfluss von Göttern verändern. Wie schon erwähnt, brauchen unsere Arbeiter maximal 2 Nahrungsmittelarten, die sie aber zu gleichen Teilen verbrauchen. Dort gibt es keine entsprechende Priorisierung. Ja, und wir sehen, nachdem jetzt unsere Bürger Nahrungsmittel haben, dass sie sich weiterentwickeln wollen. Dafür benötigen sie aber Zugang zu religiösen Einrichtungen. Das wird das Thema unseres nächsten Tutoriums sein. Bis dahin alles Gute. Tschüss, euer Dominus.